Grüße euch, liebe Zuseher. Der Dobermann oder der Rhodesian Ridgeback, welcher Hund wäre eher etwas für Sie? Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher. Ich möchte heute wieder ein Vergleichsvideo bringen und habe mich hierbei für den Dobermann und den Rhodesian Ridgeback entschieden. Das sind zwei Hunde, die für mich optisch in derselben Kategorie zu Hause sind. Sie sind beide etwa gleich groß, beide etwa gleich schwer. Sie sind beide kurzhaarig, haben beide einen etwas längeren Fang, trockenen Fang, also mit anliegenden Lefzen. Sie sind hochbeinig, mit langem geraden Rücken und zählen zu den athletisch gebauten Hunden, also nicht zu den bulligen, sondern zu den athletisch-muskulös-athletischen Hunden. Doch die beiden unterscheiden sich charaktermäßig doch einiges. Ja. Zählen beide zu zwei meiner Lieblingshunderassen. Wenn man sich das vorangegangene Video angesehen hat, dann sieht man, glaube ich, der Dobermann war auf dem 5. Platz und der Rhodesian Ridgeback hat den 3. Platz geschafft. Sind sowohl der Dobermann als auch der Rhodesian Ridgeback fantastische Hunderassen, Leckerbissen für jeden Hundekenner. Ja. Und wie gesagt, obwohl sie völlig verschiedene Hunde sind und total konträren Werdegang eigentlich hinter sich haben, sind das Hunde, die sich optisch ähneln. Also für mich ähneln sie sich optisch. Sie haben zwar total andere Farben. Den Dobermann gibt es nicht in den Farben des Ridgebacks und umgekehrt auch nicht. Dennoch ähneln sie sich ein wenig. Ja? Also ich tue mir schwer, wenn ich wählen müsste zwischen den beiden. Doch, wie gesagt, sie haben kleine, aber feine Unterschiede vorzuweisen und die versuche ich bei diesem Vergleichsvideo hier jetzt aufzuzeigen. Ich habe mir wieder eine Liste zusammengestellt mit 12 Unterkategorien und jede Unterkategorie bewerte ich von 1 bis 10, wobei die 1 wieder für das schwächste Ausmaß steht und die 10 für das höchste. Und möchte gleich wieder mal mit der Triebigkeit beginnen. Und da fangen wir mit dem Dobermann an. Der Dobermann ist für mich wahrscheinlich der triebigste aller Gebrauchshunderassen. Ja? Also was alles zu Gebrauchshunderassen zählt, das können Sie gern nachgoogeln. Ich will da jetzt nicht jede einzelne aufzählen, wobei so viel wären es gar nicht. Ich probiere es mal. Hoverwart, Riesenschnauzer, deutscher Boxer, Dobermann, deutscher Schäferhund, Erdil Terrier. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wen vergessen habe, aber zu meiner Zeit damals als aktiver Hundesportler waren das die Gebrauchshunderassen. Ja? Und der Dobermann zählt für mich Malinois selbstverständlich heute auch, aber damals war er noch nicht auf dieser Gebrauchshundeliste, soweit ich weiß, drauf. Der Dobermann gehört für mich, neben dem Mali, zu den triebigsten Gebrauchshunderassen. Ja. Es ist ein sehr aufmerksamer, schnell reagierender Hund. Ja. Er ist schnell überall, wo irgendetwas Neues ist, dabei. Ja. Und für viele Leute gilt der Dobermann als nervöser Hund. Ich habe das im extra Video über den Dobermann schon mal erklärt. Ich sehe das anders. Für mich ist er nicht nervös, sondern nur extrem aufmerksam. Ja. Das kann ihm eventuell beim einen oder anderen als nervös erscheinen lassen. Ja. Aber den Dobermann gebe ich bei der Triebigkeit eine 8 und die hat er, glaube ich, verdient. Ja. Der Ridgeback ist ein weit weniger triebiger Hund. Ja. Aber passen Sie auf, wenn ein Ridgeback einen Energieanfall hat, ja, dann stellt er sogar einen Dobermann in den Schatten. Ja. Doch ist der Normalzustand beim Ridgeback ein anderer als der beim Dobermann. Während der Dobermann irgendwie immer unter Strom steht, ja, und unterwegs ist, ja, ist der Ridgeback normalerweise ein sehr, sehr ruhiger Hund, der oftmals derartig ruhiges Verhalten aufweist, ja, wo sich sogar ein Old English Mastiff eine Scheibe abschneiden könnte. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Und so athletisch dieser Hund ist, ja, und so schnell und beweglich und alles drumherum, so ruhig ist er normalerweise, wenn es keine Power erfordert. Ja. Also mir kommt der Ridgeback immer so vor, als wäre es ein Hund, der sich ständig seine Power einteilt, damit er sie jederzeit abrufen kann, wenn er sie braucht, während der Dobermann dauernd powermäßig unterwegs ist, weil er weiß, ich brauche mir die Kraft nicht einteilen, ich habe genug davon. Ja. Aber so kommt mir der Ridgeback vor. Also bei der Triebigkeit gebe ich dem Ridgeback eine 6. Dann sind wir bei der Leistungsfähigkeit. Hierbei sind diese beiden Hunderassen ziemlich knapp beieinander.
Und ich möchte dem Dobermann, der extrem leistungsfähig ist, ja, schnell, ausdauernd, stark, hier eine 8 vergeben. Gebe dem Ridgeback aber einen 9, weil ich glaube, dass der Ridgeback einen Millimeter ausdauernder und einen Millimeter stärker ist als der Dobermann. Was die Geschwindigkeit betrifft, nehmen sich beide nicht viel. Ja, aber dennoch glaube ich, dass der Ridgeback, wenn es hart auf hart kommt, den Dobermann hierbei um einen Millimeter schlägt. Ja. Deswegen bekommt der Ridgeback von mir hier eine 9. Und was noch bei der Leistungsfähigkeit mitspielt, ist, der Dobermann ist sehr wetterempfindlich, speziell bei Kälte. Ja. Also wenn es kalt ist, lässt der Dobermann gern nach, der friert recht leicht. Ja. Und hier übertrumpft ihn der Ridgeback. Der Ridgeback ist viel wetterfester, der kommt mit verschiedensten Wetterbedingungen viel besser zurecht als der Dobermann. Also wie gesagt, der Dobermann bei der Leistungsfähigkeit eine 8, also auch toll ist, und der Ridgeback eine 9. Beim Territorialverhalten, ja, jetzt nähern wir uns zwei Paradedisziplinen des Dobermanns. Ja. Also der Dobermann gilt ja als Wachhund par excellence. Für viele Leute, für viele Fachleute als der beste Wachhund der Welt. Ja. Und alle Dobermänner, welche ich kannte, ich hatte mit vielen Dobermännern zu tun, zu meiner Hundesportzeit, auch nachher, auch jetzt kenne ich mehrere Dobermänner, sind gute Wachhunde. Die haben alle Schliff, die haben alle Schneid, die sind alle hellhörig. Wenn irgendwo ein Geräusch zu hören ist, welches ihnen verdächtig vorkommt, sind die dort. Ja, was ist da los? Muss ich handeln oder nicht? Dobermänner sind extrem gute Wachhunde, ja, und werden beim Territorialverhalten meiner Meinung nach nur von Herdenschutzhunden übertrumpft, welche allesamt von mir eine 10 beim Territorialverhalten bekommen würden. Deswegen gebe ich dem Dobermann beim Territorialverhalten eine 9. Der Rhodesian Ridgeback war eigentlich nie dazu gedacht, als reiner Wach- und Schutzhund zu fungieren. Ja, das war ein Großwildjäger, der nebenbei auch Wach- und Schutzaufgaben zu erledigen hatte. Ja. Dennoch ist der Rhodesian Ridgeback ein sehr guter Wach- und Schutzhund, ja, und entwickelt auch ein ziemlich starkes Territorialverhalten. Ja. Aber hier kann er dem Dobermann nicht das Wasser reichen. Deswegen gebe ich dem Rhodesian Ridgeback beim Territorialverhalten eine 7. Jetzt gehen wir zum Schutztrieb. Und hier ist der Dobermann nur ganz, ganz schwer zu schlagen, ja, beim Schutztrieb selbst. Bei meinen beliebtesten Schutzhunderassen macht er, glaube ich, den 4. Platz, 5. Platz, ich weiß es jetzt nicht genau, den ersten, der Riesenschnauzer. Doch der Schutztrieb alleine, ja, der Schutztrieb alleine ist bei diesem Hund derartig intensiv, ich weiß nicht, auf welches Wort ich jetzt gesucht habe, dass man eigentlich davon sprechen kann, mit dem Dobermann einen der besten Schutzhunde der Welt zu besitzen. Ja. Also da machen ihm nur ganz, ganz, ganz wenige Hunde etwas vor, da können ihm was vormachen. Deswegen kriegt der Dobermann bei mir beim Schutztrieb eine volle 10 und der Rhodesian Ridgeback eine 8. Ja. Der Ridgeback ist, wie gesagt, nie ein wirklicher Wach- und Schutzhund gewesen, sondern musste diese Aufgaben immer nur nebenbei erfüllen und war hauptsächlich immer ein Jagdhund. Ja. Dennoch entwickelt der Rhodesian Ridgeback oft starken Schutztrieb. Ja. Speziell dann, wenn er gut erzogen wird, wenn er sich wohlbehütet fühlt in seiner Familie, ja. Also wenn er sich wohlfühlt, wenn er seine Familie liebt, dann ist auch der Rhodesian Ridgeback ein exzellenter Beschützer. Und deswegen gebe ich den Rhodesian Ridgeback beim Schutztrieb eine 8. Bei der Verträglichkeit, da nehmen sich beide nicht viel. Ja? Sowohl der Dobermann als auch der Rhodesian Ridgeback. Wenn das unkastrierte Hunde sind, egal ob Hündin oder Rüden, sind das recht dominante Hunde. Viele Hunderassen, wenn sie nicht kastriert werden, funktionieren halt mal normal. Das ist normales Sozialverhalten, wenn sich unkastrierte Hunde treffen, dass sie sich oftmals dominant gegenüber verhalten. Ja. Das ist normal, das ist nur für viele Menschen nicht normal, die kastrierte Hunde besitzen. Doch in Wirklichkeit ist das normales Sozialverhalten, aber es gibt eben Hunderassen, bei denen das extrem ausgeprägt ist und Hunderassen, wo es ein bisschen sanfter ist. Ja. Aber der Dobermann ist, wenn er nicht kastriert ist, ein erwachsener Hund ist, ein Hund, der sich gern behaupten wird. Ja. Und da muss man des Öfteren, wenn man mit fremden Hunden zusammenkommt, aufpassen, dass es nicht zu einer Beißerei kommt. Was man dann aber gleich merkt, ob da Sympathie oder Antipathie herrscht,
Ja, und dann handelt man halt dementsprechend. Aber hier bekommt der Dobermann von mir bei der Verträglichkeit eine 5 und der Ridgeback ebenso, weil für ihn dasselbe wie für den Dobermann gilt. Auch ein selbstbewusster Hund, der sich seiner Kraft bewusst ist, aber nicht unbedingt ein Hund, der stark zum Raufen neigt, ja, aber es ist ein Hund, der, wenn erwachsen nicht kastriert ist, sicher zeigt, pass auf, zuerst stellst du dich mal bei mir vor, bevor du da in mich hineinpreschen mit mir spielen willst. Sie wissen, was ich meine. Deswegen beim Ridgeback auch eine 5. Bei der Gesundheit, da können beide glänzen. Ja. Es gibt einen Minuspunkt beim Dobermann. Man sagt ihm nach, dass er zu den Hunderassen gehören, die eher zu Magendrehungen neigen als andere Hunderassen. Soll angeblich mit der tiefen Brust zu tun haben. Ich bin kein Tierarzt, ich habe es nur schon sehr oft gelesen. Ich persönlich kannte noch keinen Dobermann mit Magendrehung. Zum Glück, ich wünsche das keinen Hund und keinen Hundebesitzer. Das ist fürchterlich. Wenn man da nicht schnell handelt, führt das unweigerlich zu einem ganz schmerzhaften Tod. Aber ansonsten gibt es nicht wirklich irgendwie Dobermann-typische Krankheiten. Ja klar, kann er auch HD bekommen, ED bekommen, wie alle anderen Hunderassen auch, aber es ist ein grundsätzlich sehr gesunder Hund. Ja. Er ist nicht zu schwer für seine Größe, er hat einen schönen geraden Rücken und so weiter. Er hat keine übermäßige Faltenbildung, keine Hängelider. Sie wissen, was ich meine. Ja. Er ist nicht rein weiß, also er tendiert weniger zu Hautkrankheiten und so weiter. Dobermann ist ein gesunder Hund und ich gebe ihm eigentlich nur eine 9, nur unter Anführungszeichen und keine 10, eben weil man ihm nachsagt, dass er eher zu Magendrehungen tendiert als andere Hunderassen. Und beim Ridgeback, den gebe ich ebenfalls eine 9, weil es ein extrem gesunder, robuster Hund ist. Ja. Die Vorfahren dieses Hundes, ja, erstens einmal mussten die extrem genügsam sein, ja, die entstammen einem afrikanischen Stamm, der Khoekhoes. Und diese Hunde waren hart, ja, hart, die kamen mit allen Wetterbedingungen zurecht und so weiter, Sie wissen schon. Also das waren alles andere als wohlbehütete Haushunde. Das wurde dem Ridgeback weitergegeben. Doch es gibt eine Sache, die wieder, wie es beim Dobermann mit der Magendrehung ist, beim Ridgeback auch vermehrt vorkommt, also mehr als bei anderen Hunderassen. Und das ist ein Problem mit den Pfotennägeln. Ja. Und viel öfter als andere Hunderassen müssen Ridgebacks die Krallen gezogen werden. Ja, das ist eine Krankheit, mir fällt jetzt der lateinische Ausdruck nicht ein, müsste ich nachgoogeln, habe die Zeit jetzt nicht dafür bei diesem Video. Doch da werden die Krallen porös, ja, und die splittern. Und hier muss dann oftmals die Kralle gezogen werden und das kommt eigenartigerweise bei Ridgebacks viel öfter vor als bei anderen Hunden. Ich kenne einige Ridgebacks, die haben gar nichts mit den Krallen, ja, aber man sagt, dass dieser Hund, wenn, dann am ehesten zu so etwas tendiert. Deswegen der Ridgeback bei der Gesundheit von mir nur unter Anführungszeichen eine 9 und keine 10. Ansonsten ein absolut gesunder Top-Hund, gilt dasselbe wie für den Dobermann. Bei der Größe, schauen Sie, Riesenrassen bekommen von mir eine 10, sehr große Rassen eine 9 und große Rassen eine 8. Und der Dobermann ist ein großer Hund, deswegen eine 8 für den Dobermann. Der Ridgeback ist ein großer Hund, deswegen eine 8 für mich beim Ridgeback. Beim benötigten Platz, ja, da wird es beim Dobermann ein bisschen happig. Warum? Der Dobermann ist, wie gesagt, ein sehr aufmerksamer, hellhöriger Hund, der überall dran ist. Seine Wachsamkeit, gepaart mit seiner Triebigkeit, ja, das äußert sich oftmals in der Form, dass, wenn der irgendwo was hört, ja, ist er sofort dort, in der Küche, weiß nicht, im Vorzimmer, beim Fenster, im Wohnzimmer oder so. Er ist viel unterwegs, also weit mehr als zum Beispiel ein genauso beliebter Rottweiler, der weitaus ruhiger ist, ja, den man weit weniger spürt in der Wohnung als den Dobermann. Ja. Also der Dobermann braucht schon etwas Bewegungsraum. Also wenn man da eine zu kleine Wohnung hat, wenn man kein Haus und keinen Garten hat, man kann einen Dobermann in der Wohnung genauso halten, wenn er seinen Auslauf und seine Beschäftigung bekommt. Ich bin der Letzte, der sagt, ein Hund gehört nur in Haus mit Garten, glauben Sie mir. Doch in der Wohnung, wenn sie zu klein ist, kann es schon eng werden. Sie wissen, was ich meine. Kann er ihnen oft im Weg stehen, weil er eben was gehört hat. Er will dorthin, er will da schauen, er will melden, was ist da los. Deswegen den Dobermann beim benötigten Platz doch eine 8. Ja. Der Ridgeback, da ist etwas anders gepolt. Der Ridgeback ist sehr, sehr, sehr ruhig und braucht in der Wohnung meiner Meinung nach weit weniger Platz als der Dobermann. Und da sagen wir jetzt rein nicht vom Platz selbst. Sie wissen, was ich meine. Man spürt ihn weniger. Der ist nicht so triebig zu Hause, nicht andauernd überall dort, wo er etwas gehört hat. Ja. Er wird genauso aufmerksam
gucken, ja, schauen, aber er wird nicht gleich aufspringen und hinlaufen. Hier ist der Ridgeback um einiges gelassener und ruhiger. Deswegen beim benötigten Platz beim Ridgeback eine 5. Bei der Fellpflege, da sind beide eigentlich überhaupt kein Problem. Es sind beides kurzhaarige Hunde mit so gut wie keiner Unterwolle. Ja, und also ich habe schon einmal erzählt, mein Hund bekommt sein Fell täglich mit einem mit Wasser getränkten Baumwolllappen abgewischt, gegen den Strich und mit den Strich. Hat das schönste Fell und es geht gleich Unterwolle auch mit. Somit erspare ich mir wöchentliches Bürsten, obwohl ich es trotzdem tue. Aber das reicht beim Dobermann und beim Ridgeback allemal. Ja. Also bei der Fellpflege beim Dobermann eine 3 und beim Ridgeback ebenfalls eine 3. Bei den Futterkosten, schauen Sie, es sind 2 sehr athletisch gebaute Hunde, ja, die, wenn sie Gas geben, auch anständig Energie verbrennen. Ja. Und der Dobermann ist doch ein Hund, der ständig unterwegs ist. Wenn Sie einen guten Dobermann haben und Sie sind mit dem draußen, wird der ständig unterwegs sein. Links, rechts, zack, Nase am Boden und da wieder schauen, was ist da los. Und dort, bumm, da ist ein Vogel, hin, tschak, dort. Der Dobermann ist viel unterwegs und verbraucht dementsprechend auch Energie. Er ist groß, bis über 70 cm Schulterhöhe und bekommt auch manchmal, wenn es kapitale Hunde sind, bis 50 Kilo Gewicht. Ich meine, das sind schon sehr starke Dobermänner, ja. Aber 45 Kilo sind nie eine Seltenheit beim Dobermann. Deswegen bei den Futterkosten beim Dobermann eine 7. Aber ja, also wenn ich mir das Futter für einen Dobermann nicht leisten kann, kann ich es mir für andere Hunde auch nicht leisten. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Der Ridgeback bekommt von mir bei den Futterkosten eine 6, weil er zwar ähnlich gebaut ist wie der Dobermann, vielleicht noch einen Tick muskulöser. Ja? Nicht immer, kommt auf den Schlag an, doch er ist weit ruhiger. Er hat seine Energie, Explosionen, ja, aber er ist nicht dauernd unter Strom. Wissen Sie, er ist viel gelassener unterwegs. Er verbrennt deswegen natürlich auch weniger Energie und hat normalerweise theoretisch auch weniger Futterbedarf. Ja. Das heißt nicht, Sie sollen ihn Ridgeback verhungern lassen. Ganz im Gegenteil. Jetzt nach mir ginge, dürfte jeder Hund fett sein. Nein, ist nicht so. Ja. Deswegen beim Ridgeback eine 6, also beim Dobermann eine 7, beim Ridgeback eine 6, aber ja, gilt eigentlich dasselbe wie beim Dobermann. Ist nicht viel Unterschied. Familientauglichkeit. Schauen Sie, ich habe schon einmal bei einem Video gesagt, da ist, glaube ich, um den Rottweiler gegangen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, oder was der Riesenschnauzer? Weiß ich jetzt nicht. Dass bei mir Einmannhunde von Haus aus gleich einmal 2 Punkte minus bekommen. Nicht, weil sie so böse sind, sondern also bei der Familientauglichkeit sehe ich immer engstes Zusammenleben oder Zusammenleben auf engstem Raum mit Vater, Mutter, Kind, wissen Sie. Und hier sind Einmannhunde immer meiner Meinung nach im Nachteil zu Nicht-Einmannhunden. Also Nicht-Einmannhunde wie zum Beispiel deutscher Boxer, deutscher Schäferhund, ich könnte so viele nennen, Golden Retriever, ja, Sie wissen, was ich meine. Ja. Ticken in der Familie sicher etwas anders. Ja. Für manche Leute, die sich nicht so auskennen, vielleicht gar nicht irgendwie erkenntlich oder auffällig, ja, aber für Leute, die Ahnung von Hunden haben und viel mit Hunden zu tun haben, denen fällt das sehr wohl auf. Ja. Ein Einmannhund konzentriert sich in der Familie zu 100% auf eine Person. Das ist seine Bezugsperson, das ist sein Gott oder seine Göttin. Er liebt auch alle anderen Rudelmitglieder, aber er hat eine Bezugsperson, das ist ein Einmannhund. Und deswegen bekommt der Dobermann von mir bei der Familientauglichkeit, obwohl er sonst ein super Familienhund ist, ja, bei der Familientauglichkeit von mir eine 7 und der Ridgeback bekommt von mir, da er kein Einmannhund ist, eine 8. Womit wir jetzt am Schluss bei der Ersthundetauglichkeit sind. Jo, der Dobermann ist für mich kein Hund für Leute, die noch nie einen Hund hatten und sich wenig in die Materie eingelesen haben. Ja. Also wir haben hier einen Menschen mit einem Dobermann. Ich will nicht zu viel ins Detail gehen, weil so Bashing oder sowas, das liegt mir nicht. Aber diese Person dürfte noch nie einen Hund gehabt haben. Ja. Und wenn Sie diesen Dobermann mit dieser Person gehen sehen, ja, nicht die Person mit dem Dobermann. Wenn Sie den Dobermann mit dieser Person gehen sehen, greifen Sie sich nur im Kopf. Ja. Das wäre ein Top-Hund. Ein Top-Hund, der allerdings in den falschen Händen ist. Ja. Und wenn Sie jetzt absoluter Neuling sind, nicht viel Ahnung haben von Hunden und Sie nehmen sich einen Dobermann, hier rächen sich Fehler in der Erziehung sehr schnell. Ja. Dobermänner sind nicht dickköpfig, aber es sind charakterlich starke Hunde, die sehr dominant werden können gegen andere Hunde, auch
gegenüber Ihnen, wenn Sie ihm nicht von klein auf erklären, hör zu, in der Hierarchie, im Menschenrudel bist schon du der Letzte, wir lieben dich alle, aber so ist das nun mal. Ja? Also wenn Sie nicht auf die Art und Weise mit dem Dobermann arbeiten, dann kann der Dobermann ein Problem werden. Ja? Und bei dieser Person, das ist ein klassischer Fall. Ja? Also ein Ersthund ist der Dobermann für mich nicht. Jeder kann machen, was er will, aber ich sage, er eignet sich nicht wirklich als Ersthund. Ja? Deswegen gebe ich den Dobermann bei der Ersthundetauglichkeit eine 4. Und dem Ridgeback, für den gilt Ähnliches. Nur ist der Ridgeback ein bisschen ruhiger, also viel ruhiger. Ja? Er ist nicht so triebig, er ist kein Einmannhund. Ja? Er muss mit genauso viel Gefühl erzogen werden wie der Dobermann und verzeiht Fehler vielleicht sogar noch weniger. Ja? Weil der Dobermann, sage ich mal, vielleicht, wenn man ein Gefühl hat, der führigere Hund sogar ist als der Ridgeback, welcher schneller zumacht, ja, wenn man Fehler macht. Ja. Aber dennoch ist der Ridgeback auch kein Ersthund für mich. Tut mir leid, wenn ich das sage, aber es gibt so viele Hunderassen, die unter Ersthundetauglichkeit fallen. Ja. Aber Ridgeback und der Dobermann sind halt für mich persönlich keine Ersthunde. Ja. Kann natürlich auch gut gehen, wenn sich jemand in die Materie intensiv einlässt, wirklich auseinandersetzt, mit Leuten spricht, sich dafür interessiert. Ja, es spricht auch nichts dagegen. Ja. Ich hatte auch irgendwann mal meinen ersten Hund. Sie wissen, was ich meine. Ja. Aber ich gebe den Ridgeback bei der Ersthundetauglichkeit eine 5. So, ich lasse das jetzt kurz nochmal stehen, möchte kurz nochmal zu diesen beiden Hunderassen zurückkommen. Also 2 meiner 10 Favoriten aller Hunde. Der Dobermann und der Ridgeback, ich würde mir schwer tun, müsste ich mich entscheiden, da sie mir beide sehr gut gefallen. Schauen Sie, ich weiß nur, dass wenn ich es auf den Hundeabrichteplatz abgesehen hätte, würde ich eher zum Dobermann tendieren, weil er einfach zu den besten Gebrauchshunderassen auf der Welt gehört. Sicher zu den 3 besten. Ja. Und wenn ich ein erfahrener Hundesportler bin, ja, und ich habe einen guten Dobermann und ich arbeite mit dem, dann gibt es sicher, sage ich heute mal, Saisonen, wo ich mit dem Hund unschlagbar bin am Platz. Ja. Also die besten deutschen Schäferhunde, die besten Riesenschnauzer müssen sich anhalten, wenn sie Erfahrung haben und mit einem Dobermann richtig und gut arbeiten. Also Dobermänner sind ein Wahnsinn. Außerdem gehören sie zu den besten Wach- und Schutzhunden der Welt. Das wären vielleicht 2 Sachen, wo ich sage, ich würde mich eher für den Dobermann entscheiden. Andererseits ist beim Ridgeback wieder der Vorteil, dass er zu Hause ruhiger ist. Ja. Also er ist nicht ständig unterwegs, ja, unter Strom. Ja. Das ist wieder eine Sache, die mir beim Ridgeback besser gefällt. Ja. Und rein optisch gesehen weiß ich es nicht. Ja. Ein schöner, also so rotbrauner Ridgeback, ich kann es nicht sagen, es sind beides wunderschöne Hunde. Ja. Der Dobermann gefällt mir kopiert besser. Ich weiß schon, ja, schimpfen Sie mich nicht, es ist sowieso Kopierverbot in Österreich, doch er gefällt mir halt besser kopiert. Was soll ich tun? Ja? Ich könnte mir nur unkopiert einen nehmen. Ja? Und der Ridgeback ist sowieso nicht kopiert. Ja, das war eigentlich das Vergleichsvideo zwischen Dobermann und Rhodesian Ridgeback. 2 super, super tolle Hunde. Ja, wenn man sich das so ansieht, unterscheiden sie sich doch einen Tick. Also speziell Triebigkeit und so, Sie wissen schon, Wachschutz und so. Doch, ja, beides Spitzenhunde und für jeden eine Wahl, sage ich mal. Dann danke ich fürs Zusehen. Ich freue mich, würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Es ist heute ein schöner Tag. Und ja, das war's schon wieder. Danke.